Mit der Stolt Ludwigshafen haben wir einen neuen Standard gesetzt. Gemeinsam mit unseren Partnern ist uns die Entwicklung eines völlig neuen Schiffstypen gelungen. Ludwigshafen ist der weltgrößte Standort der Chemieindustrie. Rohstoffe und Fertigprodukte werden hier täglich im 1000-Tonnen-Maßstab angeliefert und abtransportiert. Etwa 40% davon per Binnenschiff, denn das Binnenschiff ist für die großvolumigen Produkte der Chemie einfach unschlagbar effizient. Pro Tag schlagen wir hier in unserem Hafen etwa 15 Binnenschiffe um. Wenn wir die entsprechende Menge auf Bahnkesselwagen oder Lkw verlagern wollten, dann bräuchten wir dazu etwa 500 Bahnkesselwagen oder 1000 Lkw. Das wäre nicht nur weniger effizient, dieses zusätzliche Verkehrsaufkommen könnte weder die Bahn noch die Straße bewältigen. Der Rhein ist deshalb so etwas wie eine Lebensader für uns. Ein Funktionieren des Rheins trotz Niedrigwasserereignissen ist natürlich unerlässlich, damit wir unsere Logistikketten aufrechterhalten können und den Standort hier versorgen können. Da das Binnenschiff hier eine zentrale Rolle hat, ist natürlich der Rheinpegel ein entscheidender Faktor. Hat der Rhein so ungefähr 2/3 der normalen Wasserführung, die er im Mittel hat, dann kann ein Binnenschiff schon nur ungefähr 50% seiner Ladung transportieren. Und man hat natürlich hier schon dann erste Einschränkungen in der Logistik. Richtig relevant und von einem stärkeren Niedrigwasserereignis kann man dann sprechen, wenn der sogenannte gleichwertige Wasserstand unterschritten wird. Und ab dann ist die Fahrrinnentiefe für die Binnenschiffe nicht mehr gesichert. Und entsprechend können auch immer weniger Schiffe dann unterhalb dieses Pegels diese Engstellen passieren. Die Rheinstrecke ist natürlich nicht immer gleich. Es ist nicht so, dass das ganz langsam immer flacher wird, sondern das geht so und dann kommt ein Hubbel. Die Schrauben ziehen uns quasi das Wasser unterm Schiff weg und da muss man langsam drüber treiben. Wenn dann nur einer vorbeifährt und viel Wasser wegzieht, dann geht man über den Sand. Wenn man durch den Rheingau fährt, da sind ab und zu nur noch 20 cm Wasser unterm Schiff. Da weiß man, dass man den nächsten halben Kilometer ist kein Wasser mehr und dann muss man halt langsam machen. Der ganze Mittelrhein, das ist alles ein wenig enger und ein wenig spezieller zu fahren. Dann kommt natürlich das Prunkstück des Rheins von Bingen bis St. Goar an der Loreley vorbei. Genau diese Stelle, in der der Rhein diesen Berg überwinden muss, ist auch die flachste Stelle im Rheinverlauf und damit eben die Stelle, die entscheidend ist, wie viel ein Schiff schlussendlich laden kann und ob es diese Stelle passieren kann. Und auch wenn das Mittelrheintal sicherlich einer der idyllischsten Abschnitte im Rheinverlauf ist, so ist es schlussendlich doch für uns die kritischste Stelle, was die Logistik betrifft. Kürzere Phasen von Niedrigwasser können wir eigentlich mit bestehenden Maßnahmen rund um unsere Schiffslogistik ganz gut abfedern, aber auch durch Bestände. Kritisch wird es dann, wenn ein Niedrigwasserereignis längere Zeit andauert. Gerade 2018 war es sehr extrem. Hier haben wir fast ein halbes Jahr lang eigentlich eine Niedrigwassersituation. Dann kann das bis hin zu Produktionsausfällen führen, die wir auch in 2018 dann gesehen haben. Wir haben noch während der Niedrigwasserphase 2018 ein Maßnahmenpaket aus 4 Bausteinen in Kraft gesetzt. Dieses Paket ist mittlerweile vollständig umgesetzt. Erstens, gemeinsam mit der Bundesanstalt für Gewässerkunde haben wir ein Frühwarnsystem für Niedrigwasser entwickelt. Dieses neue System erlaubt uns Pegelvorhersagen mit einer Vorwarnzeit von 6 Wochen. Damit können wir uns nun wesentlich besser als in der Vergangenheit auf Niedrigwasserperioden vorbereiten. Zweitens, wir haben wichtige Ladestellen erweitert, um trimodale Flexibilität zwischen Schiff, Bahn und Lkw zu ermöglichen. Drittens, die Zahl grundsätzlich niedrigwasserfähiger Schiffe haben wir im Vergleich zum Jahr 2018 nun mehr als verdoppelt. Und vierter und letzter Baustein sind 3 Schiffe, die auch für extremes Niedrigwasser geeignet sind. Das Flaggschiff dieser Flotte ist die Stolt Ludwigshafen. Die Stolt Ludwigshafen kann bei extremem Niedrigwasser, das heißt einem Pegelstand von kaum 30 cm, immer noch 800 Tonnen Fracht tragen. Sie ist damit mit Abstand das leistungsfähigste Binnenschiff auf dem Rhein. Wir wollten in diesem Projekt Bestehendes nochmal wirklich hinterfragen und auch neue Wege gehen und haben deswegen mit verschiedenen Experten aus dem Bereich Schiffbau eine sehr offene Planung für dieses Schiff und Konzeption durchgeführt, verschiedene Modelle evaluiert. In der nächsten Phase haben wir dann die Reederei Stolt an Bord geholt
We are already doing 30 years on the Rhine, our business. So we have an enormous amount of technical expertise to create these sorts of ships, and not only to create them, but then also be able to operate them in the most optimal way. Der Bau des Schiffs, zuerst der Bau des Kaskos, also der sogenannte Schiffsrumpf, aber auch die Edelstahltanks. Diese ganzen Teile wurden auf einer Werft in China gebaut. Anschließend wurde das Schiff von China nach Rotterdam transportiert und dort auf einer niederländischen Werft wurde dann der Ausbau durchgeführt. Die Mannschaftsquartiere, die Rohrleitungen am Deck, die Motoren einbauen oder auch natürlich das Steuerhaus. All diese Elemente, auch die Elektrik, die ganze Verkabelung, das sind dann die mobilen Elemente. Außerdem ist das Schiff mit 10 Edelstahltanks ausgestattet und auch 3 getrennten Ladesystemen. Damit stellen wir auch sicher, dass im Bedarfsfall wir noch sicher Produkte nach Ludwigshafen, aber auch zu Thal wieder transportieren können. The biggest hurdles in creating the Stolt Ludwigshafen is really about how do you take out as much weight as possible. And still to make sure that the ship is safe and does carry the cargo, that is actually quite complicated. Die Stolt Ludwigshafen ist 135 Meter lang, 17,5 Meter breit. Da hebt sich natürlich die Stolt Ludwigshafen signifikant ab und wird eines der größten Schiffe sein, die auf dem Rhein fahren. With a depth of 120 centimeters, basically it can still carry over 600 tons of cargo. And that is unique. There is no ship on the Rhine that can do that so far. We had to use a different type of steel that has never been used in these ships before. We've also made sure that it's the most sustainable ship that you can have. Das Beste an der Stolt Ludwigshafen ist die ganze Technik. Man kann alles ablesen im Steuerhaus, wie viel die in den Tanks alles ist. Und jetzt mit dem Equipment, mit 3 Schrauben, mit 3 E-Motoren, das ist schon ein Hightech-Schiff. Seit Anfang April 2023 befährt die Stolt Ludwigshafen den Rhein zunächst im Rahmen von Testfahrten und dann seit dem Tag der feierlichen Schiffstaufe am 26. Mai im Regelverkehr. Ja, das Projekt war echte Pionierarbeit. Und wie immer, wenn man Neuland betritt, braucht man Können, Mut und Entschlossenheit. Das Team ist durch sehr motivierende, fast euphorische Phasen gegangen. Gerade am Anfang hatten wir sehr schnell das Gefühl, ja, so kann es funktionieren. Und dann gab es Tiefschläge und Niederlagen, Phasen, in denen wir den gesamten Ansatz hinterfragt haben, in denen wir vielversprechende Konzepte nach monatelanger Arbeit wieder verwerfen mussten, um von vorn zu beginnen. Wir haben uns aber nie entmutigen lassen und den Expertinnen und Experten immer das Vertrauen geschenkt und den Rücken gestärkt. Und genau weil ich diese Phasen hautnah miterlebt habe, bin ich so stolz darauf, die Stolt Ludwigshafen heute auf dem Rhein fahren zu sehen. BASF creates chemistry and we deliver good chemistry. Between BASF and Stolt there is a great partnership. And I think that the way this project has come about is a good example of that. Wir haben in diesem Projekt gezeigt, was möglich sein kann. Dass wir auch in eine solche Entwicklung eines eigenen Schiffdesigns gegangen sind, ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir sehen auch, dass aufgrund unserer Initiative eben viele andere Entwicklungen auch im Markt von anderen Reedereien vorangetrieben wurden. Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist Voraussetzung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir nach meinem Eindruck zu wenig investiert. Ein Sanierungsstau ist entstanden. Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland erhalten wollen, dann müssen wir jetzt dringend unsere Verkehrsinfrastruktur sanieren und ausbauen. Und das gilt für alle Verkehrsträger.